Herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Nikles und ich leite das IoT-Geschäft innerhalb der Deutschen Telekom. Wie und wofür kann das Internet of Things eingesetzt werden und welchen konkreten Nutzen bringt es für unsere Kunden? Genau das werden wir in dieser Serie anhand von pragmatischen und einfachen Beispielen zeigen. Heute darf ich zum ersten Mal einen internen Kollegen bei mir begrüßen und einen meiner besten Mitarbeiter, den Benny Bastians. Du leitest vertrieblich den Bereich Automotive und International bei uns im IoT-Bereich. Herzlich willkommen. Danke, Dennis. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Benny, seit über 10 Jahren vernetzen wir Autos miteinander und sind seitdem auch immer wieder ein verlässlicher Partner für die Automobilindustrie. Woher kommt das eigentlich und warum? Wir haben früh erkannt, dass wir insbesondere auf die besonderen Anforderungen unserer Automobilkunden eingehen müssen. Das heißt, wir haben skalierbare Plattformen gebaut. Seit 2014 haben wir eine eigenentwickelte M2M-Connectivity-Plattform, die insbesondere die besonderen Kundenanforderungen von unseren Automobilkunden adressiert. Das ist das eine. Zum Zweiten haben wir aber auch weltweit die Netzinfrastruktur zur Verfügung. Das heißt zum einen unsere eigenen Netze, die wir als Deutsche Telekom und T-Mobile USA bauen und damit der transatlantische Qualitätsführer sind. Zum Zweiten haben wir lokale Partnernetze, die uns insbesondere in den stark regulierten Märkten helfen, dass wir dort auch lokale Connectivity-Angebote zur Verfügung stellen können, insbesondere in großen Märkten wie Brasilien, China und Indien. Und zum Dritten haben wir über 600 Roaming-Partner weltweit, die uns wirklich helfen, Connectivity in jede Ecke der Erde zu bekommen. Wenn ich mir mal die Entwicklung des Datenverbrauchs so anschaue, was ein Fahrzeug damals verbraucht hatte und heute, dann sehen wir damals einen sehr, sehr eingeschränkten Datenverbrauch von vielleicht 5 bis 10 Megabyte pro Monat. Der einzige Use Case, den es früher einmal gab, war die Aktualisierung von Verkehrsdaten. So ein modernes Auto, wie wir es heute haben, verbraucht schon 2 Gigabyte pro Monat. Und das liegt auch in ganz anderen Use Cases. So ein Elektroauto zum Beispiel fährt gar nicht vernünftig, wenn keine Konnektivität zur Verfügung steht. Welche Herausforderungen entstehen dabei und was treibt diese Entwicklung? Die Welt hat sich sehr verändert. Auf der einen Seite sind die Automobilhersteller, die natürlich immer mehr Dienste anbieten, die eine Connectivity brauchen. So ein Fahrzeug entwickelt sich permanent weiter. Kunden erwarten das auch, dass permanent neue Features eingespielt werden. Und die Automobilindustrie wird auch künftig die Möglichkeit haben, mehr und mehr Features in Bestandsfahrzeuge hinein zu verkaufen, die dann einfach über die Connectivity von der Ferne aktiviert werden. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass sich die Fahrer verändert haben. So ein Fahrzeug wird mittlerweile genutzt mit allerlei Apps, die wir alle kennen und lieben und aus dem Alltag nicht mehr wegdenken können. Das Auto wird konfiguriert wie das persönliche Smartphone und auch da ist die Update-Fähigkeit extrem wichtig. Jetzt, wo wir in Richtung Level 3, Level 4, später auch höhere Level autonomes Fahren kommen, ist natürlich auch der Entertainment-Faktor immer wichtiger. Früher hast du selbstfahrend maximal Musik gehört. Später wirst du die Möglichkeit haben, Video und andere Content-Dienste zu konsumieren. Und das treibt natürlich extrem die Connectivity. Und niemand möchte ein ruckelndes Erlebnis im Fahrzeug. Deswegen steigt gleichzeitig natürlich auch die Anforderung an die Qualität der Connectivity im Fahrzeug. Und welche Herausforderungen stellt das an uns als IoT-Anbieter? Auf der einen Seite haben wir natürlich die Technologievielfalt. Die Technologievielfalt deswegen, weil einige Automobilhersteller ein eigenes Betriebssystem entwickeln, andere wiederum setzen auf Hyperscaler wie zum Beispiel Google Automotive Services. Die wollen unterschiedlich angesprochen, unterschiedlich bedient werden und das ist genau das, was wir über unsere eigene Plattform entsprechend bedienen können. Andererseits hast du natürlich die Tatsache, dass diese Lösung zwar global funktionieren muss sich aber in jedem Land lokal anfühlen. Der französische Benutzer möchte natürlich auch französischen Content im Fahrzeug konsumieren und nicht als deutscher Nutzer im Internet identifiziert werden. Und deswegen ist es wichtig, global funktionieren, aber sich lokal anzufühlen. Das sind Herausforderungen, die wir als Deutsche Telekom für unsere Kunden bewältigen. Es gibt aber auch Innovationen ganz fernab von der reinen Konnektivität, die wir entweder selbst oder auch mit starken Partnern gemeinsam entwickeln. Ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel Vehicle-to-X-Kommunikation. Heute sind wir ja sehr, sehr stark gewohnt, dass so ein Auto mit irgendeinem Backend, also einer zentralen Stelle funktioniert. Was aber noch kommen wird in den nächsten Jahren, dass Autos untereinander oder Fahrzeuge untereinander gemeinsam kommunizieren und somit ihren Beitrag auch leisten zur mehr Verkehrssicherheit. Zum Beispiel entwickeln wir gerade zusammen mit unserem Partner Spoke eine Lösung, wo das Auto mit einem Fahrrad kommuniziert und so das Fahrrad
im Cockpit des Fahrers bereits auftaucht, bevor der Fahrer es überhaupt visuell mit dem Auge wahrnehmen kann. Das ist ein Bereich der Innovation. Zum anderen arbeiten wir gerade mit unserem Partner Swift Navigations aus den USA an einer Lösung und haben sie bereits in Europa implementiert, die sicherstellt, dass wir jederzeit genau wissen, wo sich das Fahrzeug befindet. Du hattest selbst von Level 3, Level 4, später auch mal Level 5 autonomes Fahren gesprochen und dafür reicht die heutige Genauigkeit von GPS einfach nicht aus. Und damit sind wir tatsächlich auch in der Lage, Fahrzeuge bis zu einer Genauigkeit von unter 10 Zentimetern zu lokalisieren. Und das ist eine Voraussetzung für autonomes Fahren. Ein ganz neuer Bereich, ich stehe ja hier an einem E-Auto, ja, ist das Thema E-Charging. Ja, das Laden von Elektroautos wird immer wichtiger. Ja, mittlerweile haben Elektroautos in den Neuzulassungen Verbrenner überholt. Wir bieten unseren Kunden, unseren Geschäftskunden Ende-zu-Ende-Lösungen für mobile Ladelösungen oder auch fest installierte Ladelösungen an. Und das wird auch ein wichtiger Bereich zukünftig sein. Absolut. Und vielleicht noch ein Beispiel, gerade auch, weil du sagst, die Vernetzung verschiedener Verkehrsteilnehmer führt auch zu besserer Sicherheit. Die Dinge greifen natürlich auch ineinander. Auf der einen Seite kann das Fahrrad dem Auto sagen, Vorsicht, ich bin auf Kollisionskurs. Auf der anderen Seite weiß das Auto, ob es auf der Straße steht oder neben der Straße, weil 10 Meter versus 10 Zentimeter ist genau der Unterschied zwischen Straße und Graben. Ja. Wir haben ja auch genau unsere Fertigkeiten in eine komplett neue Value Proposition für den Markt zusammen mit unserem Partner T-Mobile US gepackt. Wir nennen das T-IoT. Kannst du uns dazu noch mal ein bisschen was Näheres sagen? Sehr gerne, weil das ist wirklich was ganz Besonderes, was wir hier im Markt machen. Als Deutsche Telekom und T-Mobile USA sind wir der unangefochtene Qualitätsführer auf beiden Seiten des Atlantiks. Nur wir können so Kunden transatlantisch mit den besten Netzen bedienen. Ganz konkret Zugang zu den besten Netzen auf beiden Seiten des Atlantiks. Ein großes Expertenteam, das sowohl in Europa als auch in den USA nah am Kunden ist und genau versteht, wie wir unsere Technologie nach vorne ausrichten müssen. Und zum Dritten können wir unseren Kunden dadurch natürlich auch ein Einkaufserlebnis bei uns bieten, das auf einem Vertrag, auf einer Plattform genau diese transatlantische Erfahrung herstellen kann. Übrigens heißt es dadurch nicht, dass wir nur Europa und USA machen. Das sind unsere Heimatmärkte, in denen wir besonders stark sind. Aber das gibt uns auch die Stärke, dass wir jenseits dieser beiden Regionen mit unseren Partnern gemeinsam, ich hatte es eingangs gesagt, wir haben über 600 Roaming-Partner global, auch Connectivity nach Asien und in alle anderen Ecken der Erde bringen können. Danke, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. So, damit sind wir auch wieder am Ende unserer Folge. Heute haben wir mal speziell auf die Automotive-Industrie gesehen, welchen Mehrwert IoT und wie wichtig IoT in Zukunft für die Automobilindustrie und für uns alle als Nutzer von Fahrzeugen sein wird. Seid gespannt auf die nächste Folge. Bis bald.